Heute Luna Park Sydney. Gibt es seit 1935 und das ist der sehr ikonische Eingang zu dem Ganzen. Hallo! Hey Leute! Oh nein. Kann ich einsteigen? Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind in Aussie Motel. Wir sind immer noch in Australien, sind aber inzwischen in New South Wales und schwingen gleich unsere Schwellkörper aus dem Motel raus in das Kfz rein. 2 Stunden fahren wir und dann sind wir in Sydney. Heute Luna Park Sydney, ja, uralter Freizeitpark mit sehr neuen Achterbahnen, hat nur aktuell 3 neue Achterbahnen aus dem Jahr 2021. Dieser Park steht unter Staatsschutz quasi und dort darf nichts gebaut werden außer Freizeitparks und trotzdem beschweren sich alle, dass es zu laut ist und ständig macht dieses Ding zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Katastrophe. Das findet alles nicht in diesem Video statt. Das ist nämlich viel zu kompliziert und komplex. Wir gucken mal, wie das überhaupt aussieht. Krasser Eingang auf jeden Fall, der witzig aussieht und Achterbahn checken wir auch aus und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel ja hier. America. Leute, ihr hättet Uschi gerade erleben müssen, die ist gerade komplett durchgedreht. Wir haben ja Achtung Koala, Achtung Känguru, Achtung Kühe, jetzt war Achtung Wombats. Und da möchte jemand sich komplett eindecken und mitnehmen. Wir sind jetzt auf einer Straße, wo man aufpassen muss, dass hier keine Wombats kreuzen. Ja. Wir passen auf. Erzähl das mit dem Waldbrand-Ding. Und das hat man auf dem Weg schon mal gesehen. Und hier sind ganz viele von diesen Schildern, die das Waldbrandrisiko anzeigen. Das erste, was wir gesehen haben, ist so einer manuell mit so einem Pfeiler, Zeiger, den drehen. Kann natürlich auch sein, dass dahinter eine Mechanik ist, die ferngesteuert dann auf die Position geht. Und hier ist das aber alles mit LED gelöst, die dann an der Stelle leuchten. Wir haben heute hohes Waldbrandrisiko. Gestern war noch moderat. Moderat ist das niedrigste. Das zweite von 5 ist hoch. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen sind. Alles brennt schon oder ja, so. Auto da so steht. Das steht aber irgendwie verdächtig da. Aber das ist es nicht. Keine Cops. Nein. Ja genau, also was ist 5? Es brennt schon alles oder es hat alles gebrannt? Man weiß es nicht. Genau, wir sind jetzt erstmal noch hier auf sehr schön, oh nein, Känguru, am Tod. No. Aber es hat geschlafen, es lag auf der Seite. Mhm. Ja, sehr schöne Landschaft wieder, natürlich, wie überraschend. Auch geile Häuser, also da oben und so. Das ist schon cool. Ich bin gespannt, ab wann irgendwie eine Autobahn kommt. Nach Sydney. Hold up, got a good feeling, can't sleep, my heart is beating faster than usual, thrill in the city lights, break free, gotta make a run, cause the night is way too young, it's only begun, just let all your problems go. This just feels so right, 빛을 따라가, gotta let it die, don't wanna let it slide, 반짝이는 city lights 스쳐갈 수는 없잖아, look at all the stars, tell me where you are, 오늘이 지나면 후회할 딴 없어, 야 괜찮아. London, Paris, New York, and Tokyo, South City, yeah, I'll take you to the place where you feel alive. 네가 좋을까? 춤추는 너의 발 멈추지 않을 말. 밤이 가기 전에 It just feels so right. 빛을 따라가. Oh boy, it just feels so right. 빛을 따라가. Gotta let it time. Don't wanna let it slide.
finde, das ist unverhältnismäßig hoch. Stimmt. Warum muss denn die Decke so hoch sein in der Tiefgarage? So, wir sind einmal quer durch Sydney gefahren. Wo man zahlen kann an welchen Ornaments. Und jetzt geht's mit dem Lift hoch in den Luna Park, aber ich muss Pipi, Leute. Ja, aber wir sind ja B1, das ist das. Dann fahren wir auf Ground, Black. Wir sind auf Red. Ja, sieht. So, okay. Wahrscheinlich müssen wir uns hier auch anstellen für irgendwelche Pässe. Aber gibt es jetzt erstmal ein Klo, bevor wir jetzt hier irgendwo uns noch queuen, um Geld auszugeben für Ride-Tickets. Wow. Ja, Luna Park bleibt Luna Park, egal wo auf der Welt. So Leute, Luna Park Sydney gibt es seit 1935 und das ist der sehr ikonische Eingang zu dem Ganzen. Mega verrückt. Und da ist übrigens die Oper von Sydney. Ja, Sightseeing auch erledigt. Mein Gott, das geht aber schnell. So, gerade noch Skidada gefeiert, beide Automaten out of service, aber man kann wohl an der Schranke bezahlen. Bezahlt haben wir jetzt auch diese Wristbands, $75 pro Nase. Nachdem der große Ansturm hier vorne weg ist, werde ich auf jeden Fall Riesenrad fahren. Es gibt eine Holzwilde Maus, die ist SB&O, also die steht hier, fährt aber nicht. Und ansonsten gibt es 3 Achterbahnen, die 2021 aufgemacht haben. Preston Barberi, Gerstlauer Amusement Rides und Intermin Amusement Rides. Und da werden wir uns jetzt natürlich mal drum kümmern. Wie gesagt, seit 1935 gibt es den Luna Park Sydney. Auf zu. Sehr oldschool. Dadurch, glaube ich, auch ziemlich cool, direkt hier am Wasser und so. Also, ja, dieser Charme und Charakter von Luna Parks, von diesen historischen, ist schon sehr nice. Ja, leider gibt es halt nicht mehr so richtig krasse Oldschool-Rides, sondern nur noch neue Sachen. Aber wir wissen ja, Australien hat Angst. Big Dipper stand jetzt nicht vorne mit dran, dass das nicht aufhalte. Es ist nicht auf oder noch nicht. Es gibt keine Informationen. Big Dipper ist ein Intermin Hot Racer, also ein Single Rail Coaster, Australiens erster Single Rail Coaster. Wird so beworben, ich habe das gestern anders gesehen. Gut, oder auch nicht. Ich muss sagen, an der Holzwilden Maus wird sogar gearbeitet. Man sieht auch nicht eine, doch, da sind Bügel, Intermin-Bügel sieht man offen stehen, oben. Also es ist auch die richtige Bahn, ja, hier ist auch der Rest. Gut, dann gucken wir mal die anderen Sachen. Hier ist Ende. Aber wo sind denn die anderen Bahnen? Ach so. Ja, dann gucken wir hier rein, habe ich gehört. Aber hier sind nur Toiletten. Oder, ach da. Tony Island Viewing Area. Und das war nochmal separat, hast du gesagt? Ja, ich glaube schon. Da war gerade eine Hupe. Ich glaube, da läuft jetzt ein Testrun. Nee, das, was sich angehört hat wie Reibräder, ist, glaube ich, nur das Handwaschbecken. Oh, die Schiene sieht aber ziemlich abgenutzt aus an manchen Stellen. Soll sich ja auch nicht so geil fahren wie der in Frankreich. So, dann gucken wir mal hier, was oldschool-mäßig am Start ist. Rutschen. Riesige Rutschen. Oh, das ist steil. Alter, die ist ja erstmal senkrecht fast. Da sind die kleinen Kiddies oben. Ja, das ist das Oldschool-Zeug, was ich gerade gesagt habe, was es so nicht mehr gibt, aber hier ist noch was in der Halle erhalten. Und dann noch mein AirTag-Bügel unten bei der Sackrutsche. Wow.
wir sind jetzt einmal unterm Gebäude drunter durch, wo gerade die Rutschen waren. Hier ist quasi so eine zweite Area. Und hier sind dann noch zwei weitere Coaster. Einmal der Gerstlauer Shuttle Coaster, den es so in Kalifornien auch gibt, und ein Standard Preston Babiri Kiddie Coaster. Sledgehammer, hier so eine Überkopfschaukelgeschichte. Picnic Area geht auch noch da lang. Und hier könnte man auch noch ein bisschen die Achterbahn sehen, wenn sie fahren würde, also der Big Dipper. Ich verstehe schon, dass das für Anwohner nicht so geil ist, weil der fährt hier einfach durch den Balkon. Das ist krass. Das war's. Der pendelt schon wieder aus. Ja, Froghopper, kleiner Drop Tower. Dann die Zamperla Kleinkram-Sachen. Das habe ich auch vorher gesagt. Wird wahrscheinlich alles dann gepickt mit Zamperla Kiddie Rides. Gut. Ist das hier eine Bahntrasse dahinter? Das ist das. Ja, das ist das Depot hier. Wolltest du erst den fahren? Guys, we're going backwards first. Forward this time. Welcome back, guys. Just jumping out on your left, grabbing any bags and loose items and heading on down the ramp. Full Count Luna Park Sydney, angefangen mit dem Gerstlauer Family Shuttle Coaster. Ja, solide, klein, überschaubar. Jetzt weiß ich, was in Kalifornien auf einen zukommt, wenn man da das Invest tätigt, aber das Invest ist auch gerade nicht gering. Danach Preston Babiri Shark Coaster. Man hat einen Blick aufs Abstellgleis von der lokalen Lego-Eisenbahn hier. Ich finde, die Regios hier sehen aus, weil die so eckig sind wie von Lego irgendwie. Sehr kurios, habe ich so noch nie. Also man fährt zum Beispiel Anaconda in Frankreich, fährst du mit der Holzachterbahn Rennen mit der Schnellzugstrecke, aber je nachdem, was für einen coolen Lokführer du hast und du droppst gerade, dann hupt er auch so ein bisschen. Aber das waren die beiden Bahnen quasi auf der Seite, wo ja das Gebäude mit den Rutschen zwischen ist. Und wir sind am Anfang ja schon hier beim Big Dipper vorbei. Da ist das Fliegevieh. Ja, hier. Die Frau macht mich fertig, ey. Jetzt hat die fliegenden Ameisen im Auge. Wer gestern den Vlog gesehen hat, weiß, dass mich das wirklich... Ich kann nicht mehr. Schlägst du gerade mit der Brille auf den Tisch, um das abzumachen? Nein.
Und dann sagt der Optiker, wie was haben Sie denn damit gemacht? Wie nach der Broilers Show. Big Dipper, Intamin, Hot Racer, Single Rail Coaster. Ich habe ja gestern, ach egal, eine Spitzfindigkeit in dem Video, was gestern in Echtzeit online gegangen ist, nicht gestern, die auch so eine Thematik wieder anspielt. Ein Zugbetrieb, der andere liegt da auseinandergebaut rum. Ich weiß nicht, das macht man eigentlich in der Nebensaison, nicht in der Hauptsaison. Und jetzt ist Hauptsaison. Naja. Ist cool, macht mehr Spaß, als ich gedacht habe. Also am Anfang, wo man das so gesehen hat, dachte man, boah, wie geil ist das denn? Da ist man mal Hookah gefahren, fand das richtig geil. Dann hieß es ja aber, Big Dipper sei nicht so geil, aber es fährt sich schon ganz gut. Ich glaube, man hat auch hier und da ein bisschen nachgearbeitet. Das ist halt überall ein bisschen was geschliffen worden. Also jetzt nicht vom Zug abgeschliffen, sondern da wurde noch mal manuell angerufen und dann ist er da rangegangen mit seinem Schwingschleifer. Sehr geil, eigentlich irgendwo so hinter den Gebäuden hier zwischen den Häusern über den Betriebshof die Achterbahn zu haben. Du kriegst davon, wie hässlich das ist, jetzt auch nicht viel mit bei der Fahrt. Fahrt bockt, ist relativ kurz, also ist gefühlt kürzer als Mahuka, ohne jetzt irgendwelche Zahlen oder so. Wird super gut operated, die geben richtig Gas, die Jungs. Sind zu zweit in der Station für Double-Check der Bügel. Trotzdem, dass du alleine sitzt und das ein Single-Rail-Coaster ist, wollen die Leute zusammenfahren. Das finde ich auch spannend. Es ist ja dann eigentlich noch viel witziger, die anderen zu beobachten bei der Fahrt. Geschenkt war nicht zu meinem Nachteil jetzt, denn dafür gab es dann die Front Row. Die Leute sind ja auch alle super PC, von daher das erledigt. Und es gibt so ein bisschen noch was zu der History zu der Bahn. Und da schalten wir rüber ins Außenstudio und ich höre schon You Write It, it's ready. Hallo! Hallo! Oh, hallo! Hey Leute! Ich wusste gar nicht, dass ihr schon kommt. So, und zwar habe ich mich beschäftigt mit der History vom Big Dipper. Der Big Dipper war 1935 hier eröffnet worden. Der stand vorher in einem anderen Lunapark in der Nähe von Adelaide in Australien und wurde da abgebaut und dann hier hingebaut, weil ich glaube, der Lunapark war nicht so erfolgreich. 1930 hat er da aufgemacht und so wie ich das verstanden habe, war der so unerfolgreich, dass sie den wieder zumachen mussten und deswegen den Coaster verkauft haben. Hierhin nach Sydney und Wir reden aber nicht von dem Coaster, der hier steht. Nein, dann haben sie den aufgebaut. Der Big Dipper von 1935 war nämlich eine Holzachterbahn die ist im Zuge des Ghost Train Feuers, also die Geisterbahn, die hier in dem Park mal gebrannt hat, wo leider auch Leute zu Tode gekommen sind. In dem Zuge hat die auch Brandschäden bekommen und wurde dann von dem neuen Management 1900
1995 oder 1990. 75. Ich weiß nicht genau, wurde die auf jeden Fall gebulldozert und abgerissen. Und das sollte Platz für was Neues machen. Und dann kam 1995 der Big Dipper von Arrow, so ein Looping Coaster. Auch wieder Big Dipper. Und der hat, weiß ich gar nicht genau wann, zugemacht. Und jetzt steht hier der dritte Big Dipper. Und das ist der Intamin Single Rail Coaster. Interessant finde ich, dass der Park die History so ein bisschen auch darstellt. Hier in dem Stationsgebäude vom Big Dipper sieht man das schon, weil das diesen Stil hat, wie es in den 30er Jahren hier schon gebaut wurde dafür die Bahn. Mit diesen Zwiebeltürmen und diesen orientalischen Fenstern. Bei der ersten Big Dipper Bahn, bei der Holzachterbahn, war das Gebäude noch deutlich breiter. Man sieht das hier links, aber auch, dass das weitergeht, das Gebäude, aber das war halt grundsätzlich einfach größer, weiter nach vorne. Hier ist das halt nur so eine Kulisse, sage ich mal. Und auch das kann man auf den Fotos sehen, die hier in der Station, beziehungsweise in dem Stationsgebäude, in dem Eingangsgebäude von der Bahn dargestellt werden. Zusätzlich dazu wird auch ausgestellt ein Wagen von dem Big Dipper, dem ersten hölzernen Big Dipper. Und das ist das älteste, was es hier in dem Luna Park Sydney noch gibt, von 1935. Die zwei von den Wagen konnten sie aus dem Feuer retten. Oder ja, wahrscheinlich sind sie jetzt nicht ins Feuer gerannt, um die zu retten, sondern die sind einfach übergeblieben und haben den ein bisschen restauriert und dann haben sie den hier aufgestellt. Der zweite Wagen ist in einem Museum, wo jetzt genau weiß ich nicht. Und ja, auch bei dem nächsten Big Dipper Coaster, dem Arrow Big Dipper Coaster, haben sie das Gebäude beibehalten. Da hat das schon diese schmale Form angenommen, andere Farbe und auch jetzt wieder den Namen haben sie natürlich mitgenommen. Also irgendwie zollen sie dem Ganzen schon Respekt, aber andererseits, ja, das ist halt einfach zu wenig Platz hier, ne? Um historische Bahnen weiter zu operaten. Und zu sagen, hey, wir machen trotzdem was Neues, weil das funktioniert halt nicht. Ne? Entweder du machst was Neues und machst was Altes weg oder du hast halt nur alte Sachen. Ja. Schade drum, aber es ist wie es ist. Auch die Bahn hier ist sehr schön. Das war's von mir. Ich schalte wieder zurück. Sydney, was ist los? Ja, wir machen gerade noch die Videorunde und haben einen Shot machen, wie schön es hier aussieht und wo wir gerade eigentlich sind. Ganz kurz auch noch, man läuft ja so durch den Warte, jetzt müsste ich eigentlich noch einen Offride machen. Bei der Videorunde war ich natürlich auch beim Big Dipper drin im Inneren. Und dann gab es noch mal, weil die Queue gerade komplett leer war, die Station war leer, eine Fahrt in der letzten Reihe. Ist ja einfacher durch den Ausgang rauszugehen, als die ganze Queue wieder zurückzulaufen, wenn man gefilmt ist. Das kennt man ja. Und dann muss ich bestätigen, dass die in der letzten Reihe nicht so gut fährt, aber jetzt nicht katastrophal. Ich glaube immer noch, dass so ein bisschen was gemacht wurde. Erste Reihe ist auf jeden Fall super. Letzte Reihe ist schon ein bisschen wabbelig, aber passt schon. Und es gibt sogar noch eine, also ich weiß nicht, was für ein Wohnkomplex das ist, weil in der dritten Etage dann nochmal ein Parkdeck ist, in der dritten und vierten. Aber auch Wohnungen oder Apartments, ich weiß es nicht. Und da geht aber eine Treppe komplett hoch, die ist auch frei zugänglich und dann kann man nach oben gehen und von oben die Bahn nochmal filmen, was ich ausgiebig getan habe. Sehr geil hier am Wasser direkt. Aber heute sehr heiß. Also es ist wieder vom Gefühl her heiß wie am ersten Tag. Aber wir sind auch mitten in der City, da ist es eh immer heißer, windstill, ja, ja. Ich frage mich übrigens, wie die Leute zu ihren Booten kommen, die alle kreuz und quer mitten auf dem Wasser stehen und nicht irgendwo... Vielleicht pfeifen die. Ja, oder du hast so einen Hafenmeister, der dich mit so einem Schlauchboot dahin bringt. Das wäre auch witzig. Und wenn du Zeug hast, dann kannst du eben da vorne anlegen. Ey, wo sind die Bootdudes unter euch? Wieso ist das so? Warum ist das so? Was machen Sachen? So, also Wild Mouse wird dann gearbeitet. Hat scheinbar 1935 mal One Penny gekostet, oder was ist das?
Man weiß es nicht. Müssen wir auf jeden Fall für wiederkommende Holzwilde Maus, vor allem, dass sie erhalten wird, das ist ziemlich cool. Es gibt auch hier so Sachen wie im Big One ist eine Show. Big Top, Big One. Ja. Der Drop Tower heißt Hairraiser, wie der B&M Flawless in Hongkong. Oder auch hier Sonic Neon. Es sind irgendwelche Upcharge-Sachen, die gibt es aber auch als Bundle. 3 Sachen insgesamt haben sie wohl. Aber das gönnen wir uns jetzt nicht hier, dieses Show Entertainment. Das kannst du aber auch, also Upcharge, das kann man separat machen. Man bezahlt hier keinen Eintritt, du kannst hier rein und rauslaufen, wie du lustig bist. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, einzelne Rides zu buchen, kaufen, bezahlen. Du musst auf jeden Fall ein All Rides Wristband dir kaufen, das Dynamic Pricing hat. Vor ein paar Wochen beim Gucken war es nämlich noch bei $50, jetzt waren es halt $75. Berg- und Talbahn gar nicht erwähnt, die ist auch voll cool. Wild Tango und Mild Tango gibt es. Und das ist der Tango Dance. Also gibt es so 2 verschiedene Fahrprogramme mit 2 verschiedenen Q-Lines. Tango Train. Habe ich Tango Dance gesagt? Den gab es übrigens auch auf den Bildern, auf den alten Bildern, wo die Holzachterbahn noch stand. Der wurde wahrscheinlich irgendwann mal ersetzt. Aber weiß ich nicht. Also es sieht ein bisschen aus wie eine Mack Rides Berg- und Talbahn und die kann auch aus den 70ern sein. Ah ja, und daneben ist so ein Food-Dingen, F&B-mäßig hier, wo auch die Toiletten sind. Und da auf dem Dach steht ein Zierer Wellenflieger. Die Dinger machen sich überall gut. Jetzt ist das Wild-Programm, die starten rückwärts. Du hast Gurte in den Chasen und einen Bügel, der noch mehr Bügel ist als das, was man sonst kennt. man darf nicht alleine fahren. Und man darf nicht alleine fahren? Warum muss man denn zu zweit fahren? Sowas mag ich. Bisschen verspielt, bisschen lustig. Das macht das irgendwie sympathischer. Dafür geht man noch in einen Freizeitpark. Ja, sind wir durch, oder? Würde ich sagen. Ja. War wie erwartet, nicht überwältigend. Man hat irgendwie im Vorfeld das Gefühl, oh, das muss so krass werden, der ist so alt, der Park, bla bla. Aber es gibt halt nicht diese alten Sachen. Aber mit dem, also ohne den Single Rail Coaster wäre es schon sehr mau. Sehr teuer auch, ne? Und sehr teuer. Also es auch mit dem ist es sehr teuer. Finde ich auch. Also sorry, aber not sorry. Noch vor den Kassen, die da sind und hinter dem Eingang, der hier ist, gibt es den Rotor und den schon seit 1951, wenn das jetzt hier stimmt. Ja, steht da auf jeden Fall. Das ist schon mal woanders. Habe ich auf den Bildern gesehen. in den späten 1940ern wurde das schon, nee, da wurde das auf German Engineer, natürlich. Rudi. Ernie. Ernie, du alte Haubitze, ey. Die Richtung hat man gar nicht. Oh nein. Abgebrochen. Rein lässt vielleicht. Hat sie, Ja, den weiß ich nicht, ob das der Kurzknopf ist, aber sie hat den weißen Knopf gedrückt.
sich irgendwas ändert. Also wir sind jetzt beim Rotor, wir sind jetzt gerade mal in die Aussichtsplattform, auf die Aussichtsplattform gestiegen. Hier oben ist auch eine Mitarbeiterin, die die ganze Zeit alles beobachtet. Ich glaube, ihr muss unfassbar schlecht werden bei der Arbeit. Und jetzt gerade nach der Fahrt dann halten sich alle am inneren Ring nochmal fest und hat einer gekotzt. Und sie hat danach den weißen Knopf gedrückt. Wahrscheinlich ist es der Breche-Button. Und die andere Operatorin muss ihm jetzt sagen, wo die Erste-Hilfe-Station ist, falls es ihm nicht gut geht. Er hat sein Inneres nach außen gestülpt. Natürlich geht es ihm nicht gut. Jetzt soll es ihm wahrscheinlich wieder gut gehen. Also verrückt. Ja, das stimmt. Das ist da drin war gerade, oh no! Und alle so aus der Seite gesprungen und alle hier oben so voll betroffen. Na gut, das wird jetzt wohl noch einen Moment dauern. Ja, das dauert jetzt noch einen Moment. Gut, dass wir jetzt schnell hier reingesteppert sind und schnell hochgesprintet. Schade. Also sein T-Shirt und er haben auf jeden Fall die gleiche Farbe angenommen. Also da ab und zu machen wir es schon. Wenn so der Wunderlich uns da in so ein SPF-Visa-Ding reinprügelt, dann... Nicht gerne. Nicht gerne, nee. Die Leute, die vertragen sowas ohne Probleme, ne? Ja, wir sind bei den ganzen Rundfahrgeschäften sind wir raus. Das funktioniert allen nicht mehr. Ich jetzt nochmal im Shop. Vor 20 Jahren, ne? Da war kein Problem. Aber vor 20 Jahren wird auch schon langsam knapp. Das finde ich cool. Ist aber von hinten so wie das andere, oder? Das finde ich nicht cool. Ja, dann auch hier vorne. Das Logo ist cool, ne? Ja. Das Ding ist auch, das nehme ich mit. Mach mal, was ist mit Snorri los? So Leute, hier ist die komplette Park-History drin. Also das müsst ihr euch holen, wenn ihr das alles wissen wollt, weil das kann kein Mensch in einem Video aufarbeiten. Mit vielen Fotos und so gerade mal durchgeblättert. Sehr cool und fairer Preis. Was ist das? Ein Fotoframe. Das ist der Fotoframe, der da steht. Ach so. Hässlich. Let's go. Da hast du Luna Park dann hinten auf dem Rücken so. An der Stelle? Ja. Hat doch einer falsch schon gedruckt? Nee, das ist in der Mitte. Das sieht nur aus wie... Ach so. Ich habe uns jetzt gedacht, das wäre hier. Hat einer falsch gedruckt? Das ist wieder cool, weil das so ein trauriger Clown ist, Ja. so ein Grumpy Clown. Und jetzt ist das der Ventilator in der Lampe, das hier so flackert. 35 $. So, ich steige dann jetzt mal ein, ne Leute? Hey. Ich kann nicht einsteigen. Und ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. So, die Stunde der Wahrheit. Will der, dass wir Ticket reinschieben? Habe ich auch gerade nicht sagen gedacht, weil das... Ja, wir können das Ticket nicht am Automaten bezahlen. So, $30! Was ist das denn? Also jetzt nochmal $30 fürs Parken, Alter. Das ist ja wirklich ehrenlos. Warum streicht ihr den Zaun schwarz? Damit das mehr reflektiert und mehr Hitze ausstrahlt. Ja, schön. So, 3,39 auf dem Tacho. Let's go. Also theoretisch kommen wir von hier dann zum Big Dipper oben ran. So, nochmal zum Parken. Ich finde das ja schon frech, dass wir jetzt keine Quittung bekommen haben. Aber 0 bis 1 Stunde hat da $8 gekostet beim Sydney Luna Park. 1 Stunde bis 2 Stunden $15. S-Value. 2 Stunden bis 3 Stunden $30. Und 3 Stunden und mehr $49. Wobei das in 24-Stunden-Ding geht. Also das heißt, wenn du jetzt quasi von 23 bis 1 Uhr parkst, dann fängt das wieder neu an. Und Das heißt also, wenn ich abends ankomme und hier schlafen würde und würde um 19:59 Uhr ankommen und um 4:01 Uhr fahren, müsste ich $100 bezahlen. das ist richtig. Auf jeden Fall ist hier jetzt lieber die Hupe. Ich kann jetzt nicht nochmal rufen. Unsere Hupe hört sich witzig an. Besonders witzig hört die sich an, wenn das Fenster zu Hat der ist. eine Panne oder was ist das jetzt hier?
Parkt der da? Wir fahren auf jeden Fall um den Das Auto ist drumherum. ja nicht an, ne? Ich bleib mal ein bisschen auf Abstand. Aber man sieht, es sieht aus wie völlige Überforderung. Es war gerade viel Gehupe und der Groß hat sich rein, der vor uns ist gerade um den drumherum gefahren. Aber ich will jetzt nicht mich jetzt hier links hinstellen. Ja, schneidet sich schon ab und die Tür geht auf. Okay. Aber wie wär's mal mit Warnblink. Warnblink? Oder ist es Parken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gerade an einem Parkhaus vorbeigefahren und da machen die groß Werbung draußen für den Tarif und ich habe schon gedacht, boah, das ist nice, da gucke ich direkt mal hin und kann mich dann aufregen, dass wir viel zu viel bezahlt haben. Nee, oh, toll, jetzt muss der ja auch noch geradeaus. War aber nicht so, denn die machen Werbung mit $15 pro halbe Stunde und maximaler Tagestarif $75. Also da haben wir ja noch einen richtig guten Deal gemacht hier am Lunapark. Und das natürlich wirklich mit dem Aufzug direkt in den Park. Ne? Also für Faule oder für Leute, die nicht so lange Zeit haben, ist das eigentlich perfekt. Guck mal, hier ist einfach mitten in der City ein Trinkbrunnen. Das ist einfach mitten in der City ein Trinkbrunnen. Das finde ich ja toll. Das finden wir toll. So, wir fahren jetzt hier noch ein bisschen durch Sydney und dann gucken wir mal weiter. Ein Feuerwehrauto. Endlich! Das ist die Fire Station. Das ist ja süß. Das sieht aus wie ein Kleingarten vor allem. Rüdiger! Rüdiger! Nicht so tief, Rüdiger! Wir haben jetzt gerade angehalten. Ich habe hier schon die größte Ameisenstraße der Welt gefunden. Das ist so wie diese Kreuzung in Tokio. So, warte mal, ich muss mich mal eben richten hier. 2 Stunden Auto gefahren. Und jetzt fahren wir gerade so an einer ziemlich schönen Straße vorbei die ganze Zeit. Und jetzt kam auf einmal links so was Helles. Und wir so, was ist das? Ach, das ist Wasser. Ja, Wasser ist das. Guckt mal, hier. Und natürlich hier, wir sind ja immer noch in Australien. Aufpassen, Schlanges. Ne? Schön wär's. Da ist leider ein toter Vogel in der Regenrinne da. Was? Dead Bird. Over there. Yes. Wir haben wahrscheinlich einen toten Wombat gesehen. Also das kann eigentlich nichts anderes gewesen sein am Straßenrand. Und hier ist übelst viel Müll überall. Krass, ne? Also richtige Assi-Menschen. Ich weiß nicht, ob das, weil das hier Touristengegend ist, aber mein Surfers Paradise war auch Touristengegend. Also das ist schon echt schäbig. Also von den Menschen. Ne? Die Umwelt kann ja nichts dafür. Ist echt viel Müll. Echt schade, aber gut. Macht man jetzt gar nichts, ne? Der Bro dreht sich wieder wie wild im Kreis, weil er die Drohne kalibrieren muss. Oder weil er doof ist, das weiß ich nicht genau. Ich hoffe, ihr hört mich übrigens. Da fliegt was Lustiges rum. Ich hoffe, der Bro, die Drohne wird jetzt nicht wieder von Bienen angegriffen oder Vögeln. Oder vielleicht springen die Fische jetzt aus dem Wasser. Keine Ahnung. Das ist übrigens der Lake George, an dem wir uns hier gerade befinden. Und hier ist auch wieder ganz viel Weinregion und so weiter. Ist überall Werbung für. Und wir sind, glaube ich, noch so eine halbe Stunde von unserem
Hotel entfernt, zu dem wir jetzt fahren. Übrigens waren wir vorhin in einem Bottle Shop. Haben wir angehalten, um uns nur Softdrinks zu holen, aber das war halt das, was da in der Nähe war. Die haben auch Softdrinks, nicht nur Alkohol. Also das ist eben dieser Liquor Store, der heißt halt einfach nur Bottle Shop, der in dem wir waren. Und da hat der Bro mal geguckt, wie viel der Uso da kostet, einfach nur aus Interesse. Und ihr könnt ja mal überlegen, das war auf jeden Fall überraschend, sag ich mal. Und dann haben wir in der Kasse zu dem Dude, habe ich dann gesagt, so ja, dass wir nur kurz geguckt haben, was der Uso gekostet, weil wir kommen aus Deutschland und wollten einfach wissen, was sowas dann hier kostet. Und dann war der schon am Erzählen, das ist alles Steuer und wegen der Steuer ist das so teuer, weil der wird ja importiert, das ist ja auch okay, der wird ja bei uns auch importiert, aber hier ist wohl pro 700 Milliliter Flasche Spirituose, egal welche, ist da 28 australische Dollar Steuer drauf. Und das ist ja schon mal Hammer, weil bei uns kostet noch nicht mal jede Spirituose so viel. Es gibt natürlich welche, die so viel kosten, aber ja. Und beim Bier, wenn du so einen Karton kaufst, sind 20 Dollar Steuer drauf. Also das ist schon stabil, würde ich mal sagen. Das ist halt einfach Alkoholsteuer. Ja. Jo, der Bro ist jetzt, glaube ich, schon fertig und dann fahren wir jetzt auch gleich weiter. Ja, es ist sehr windig und es sieht halt auch die ganze Zeit nach Regen aus. Eben hat es so ein bisschen genieselt. Deswegen über so einem Wasser ist natürlich dann nochmal windiger als hier Between the Mountains, die übrigens sehr hübsch aussehen. Ja, und wir... So, über dem Wasser ist die weg. Ja, über dem Wasser ist sie weg, das stimmt. Du hast 1000 Fliegen an dir sitzen. Ja. Gut. Besser als Bienen an der Drohne, ne? So, oder an meinem Arm. Das war die Rache. Ja, der Bro hat schon gesagt, das war bestimmt so ein Racheangriff, weil die Drohne die alle getötet hat. Das tut uns wirklich sehr leid, das wollten wir nicht. Wir mögen Bienen. Nee. Die mich aber nicht. Wie sehen denn meine Haare schon wieder aus? Warum sagt ihr denn nichts? Here we go, unser nächstes Zimmer. Sehr schick, oder? Also ich finde den Wecker ein bisschen sehr oldschool, aber cool. Sehr cool. Sehr cool. Das war schon an. Kann man noch was Schönes drauf machen? Wir haben ja aber noch mehr Zimmer. Ist da ein Lichtschalter? Hier ist keiner. Ach, da, der ist getarnt. Im Türrahmen. Unser Waschbecken. Unser Kühlschrank. Dann auch hier die übliche D-Station. Das Klo mit was für einem gruseligen Türchen. Oh Gott. Doppel hier ganz Stereo kacken. Und die Warum? Duschwanne. Gut, das hatten sie gestern Nacht auch. Jo, passt doch. Sehr cool. Und Lobby habt ihr gerade kurz ein paar Shots schon gesehen. Auch total crazy, aber da gehen wir auch gleich runter, keine Angst. Nicht. Also hier sind die Zimmer im Ring drumherum und hier ist die Lobby und alles andere, auch die Bar und Restaurant, aber das ist ja auch irgendwie ein Zeltdach. Ist das zu, ist das auf? Hier ist es aber kühl. Pavillon, ne? Ja genau, das heißt ja auch irgendwas mit Pavillon.
Baveliang. Baveliang. Ich weiß es nicht. Das ist all verwirrend, hey. So, wo darf man denn sitzen für was? Also hier, wenn man auf den Bus wartet. Hier ist kein Durchkommen. So, Peoples, wir haben jetzt Platz genommen auf so einer cheesy Couch hier. Das ist auf jeden Fall sehr bequem. Leider ein bisschen, es ist noch nicht laut, aber es kann sehr laut werden, glaube ich, hier. So, wo sind wir? Ich habe aber noch eine Frage an euch. Was denkt ihr eigentlich, wirklich mal Hand aufs Herz, in die Kommentare, was ist eigentlich die Hauptstadt von Australien? Jetzt schreiben, nicht schummeln, nicht korrigieren, nicht löschen. Wenn ihr korrigiert, ihr seht das. Es ist übrigens nicht Sydney, wo wir heute waren. Würde man, glaube ich, einfach instinktiv sofort denken. Es ist auch nicht Melbourne, wenn man jetzt denkt, so, ach so, oder im Kopf hat, Sydney war es ja gar nicht, sondern Canberra, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind jetzt in der Hauptstadt. Damals haben Sydney und Melbourne sich gestritten, wer denn die Hauptstadt sein darf. Und dann hat man gesagt, so, wenn ihr euch streitet, nehme ich euch beiden das Spielzeug weg. Und Canberra ist am Reißbrett entstanden, ist auch alles hier so rasterförmig die Straßen aufgeteilt und ist die Hauptstadt von Australien. Vielleicht wusste das der eine oder andere. Dann die nächste Frage, bisschen so passend zu dem, was wir ja machen, Freizeitparks. Was ist die Hauptstadt von Florida? Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Es ist natürlich nicht Orlando, das ist die Hauptstadt für Freizeitparks von mir aus, aber nicht die von Florida. Es ist aber auch nicht Miami, sondern Tallahassee. Das ist eine der ekelhaftesten Städte, wo wir je waren. Das war das dreckigste Loch, in dem wir je genächtigt haben. Gab es vor ein paar Jahren auf unserer Südstaaten-Touren-Vlog zu. Auch so eine Stadt, die man einfach nicht auf dem Schirm hat und dann ist es die Hauptstadt. Aber die Leute aus Bonn wissen, was ich meine. Hallo, wir sind gerade im Gespräch darauf gekommen, dass wir was noch nicht erzählt haben. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr was gerade. Warte, lass mich selbst überlegen. Nein, gekommen sind nicht. Nee, nicht hier drauf gekommen. Aber wir haben gelesen, dass es, weil wir uns dafür interessiert haben, ob man in Australien auf der Straße kein Bier trinken darf, beziehungsweise überhaupt Alkohol konsumieren darf in der Öffentlichkeit. Und das haben wir dann gegoogelt und das stimmt. Also man darf das nicht. Es ist nur in Lokalitäten erlaubt, also da auch, wenn man draußen sitzt, ne? Aber halt nicht, du darfst jetzt nicht mit einer Dose Bier über die Straße laufen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn man extra Liquor-Stores einrichtet, um Alkohol zu verkaufen. Und man darf das nur in Restaurants oder Bars mit Ausschankgenehmigung trinken. Und wenn die keine Ausschankgenehmigung haben, darf man auch sein eigenes alkoholisches Getränk mitbringen. Das finde ich ziemlich lustig. Ich frage mich halt dann auch, wie das ist, ob man dann da seinen Kühlschrank benutzen darf und sowas. Und da ist dann quasi der Hinweis bei der Bar, BYO, Bring Your Own. Ne? Man kennt ja auch die BYOB-Partys, BYOB, Bring Your Own Beer, aber die haben nur Bring Your Own, ne? Weil man kann ja auch Wodka mitnehmen, wenn man das möchte. Ja, und das ist auch ein witziger Fakt hier. Haben wir aber noch nicht gesehen, so eine Bar. Die Bars, die wir bis jetzt besucht haben, haben alle Bier ausgeschenkt. Wäre ja auch, glaube ich, ganz schön dumm, wenn man das nicht macht. Ich würde gerne mit meinem BYD zu einer BYO-Bar fahren. Mit deinem BYD? Mit meinem BYD fahre ich zu einer BYO BAR. BAR? Ja, Bar. Bar. Oh, wow. Tüdüm. Nobel geht die Welt zugrunde. Guten Appetit. Sowas als Klimaanlage habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Hat irgendwie gefühlt noch nie funktioniert. Aber jetzt haben wir mal eine Erklärung. Weil, vor allem wenn das in Deutschland oder so ist, halt die Fresse, geh weg. Zentral saugen die Luft von außen an, von draußen, kühlen die ein bisschen runter und blasen die dann in die Räume rein. Das ist das Kalteste, was das Ding kann. Bei 35 Grad, die wir heute zwischenzeitlich hatten, kann man sich vorstellen, dass 35 Grad so ein bisschen runtergekühlt, nicht einen Raum, da kam die Sonne, kalt genug kriegen. Also haben wir gerade gefragt, Alter, jetzt irgendwie 2 Stunden läuft der Hobel hier schon und es ist hier pisswarm drin. Also
um das zu beschreiben, wie warm es ist, wenn der Hotelflur kälter ist als das Zimmer. Das ist echt so, ne? Ich glaube, wer schon mal im Hotel war, weiß, was das bedeutet. Sie haben uns jetzt 2 Fans gebracht. Die in irgendeinem Raum stehen haben. Wenn jedes Zimmer jetzt anruft, und das ist mir zu warm. Manche haben ja auch 2 Betten. Da habe ich ganz den Raum voll mit Ventilatoren. Den Raum würde ich gerne mal sehen. Ja gut, es ist eine Lösung. Sehr ja. unkompliziert auch. Ja, so, also wie schnell war der hier? Ist ja gerannt. Oder steht halt schon parat mit den Ventilatoren, man weiß es nicht. Genau. Das jetzt noch dazu. Wir haben sehr gut gespeist. Haben wir sonst noch was? Und ansonsten war es das jetzt heute. Legen die Füße hoch. Wir haben aber auch jetzt gleich schon 9 Uhr. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Vlog oder einem anderen Video. Jeden Tag 18 Uhr. Ihr kennt das Spiel. Und ja, sehr cool heute gewesen. Und wir haben Sydney gemacht. Alter, Luna Park Sydney. Aber ganz kurz, ich lasse euch nicht aus dem Video zurück. Allein, wie auch immer. Bevor das Internet ausmacht, eine Kuriosität muss ich euch noch zeigen. So ein Fenster habe ich noch nicht aufgemacht. Hat einen Moment gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie das funktioniert. Ich will es aufnehmen. Und ich habe hier so dann rumgezogen, das funktioniert nicht und gedrückt und gemacht, aber... Das ist echt so ein Kurbel. Das ist ja witzig. Alter, wie weit? That's it. Das ist ja geil. Es ist kälter. Es ist draußen kälter.